Heute möchte ich einen Rückblick machen auf das Jahr 2020. Ja, jeder von uns hat es anders erlebt und ich gebe hier nur wenige Einblicke von dem, was ich erlebt habe. Vielleicht regt es einen und den anderen zur Dankbarkeit an oder zu einem frohen Blick nach vorne ins neue Jahr. Das Jahr 2020 hat ruhig angefangen und keiner ahnte, was uns erwartet. Doch dann kam die Krankheit. Ja, die Menschen bekamen Angst. Man wusste nicht, wie der Ausgang sein wird, was uns erwartet. Ostern wurde zu Hause gefeiert. Doch nach und nach beruhigte sich die ganze Lage und die Menschen bekamen neue Hoffnung. Ein Lichtstrahl war zu sehen und man hoffte, es wird vielleicht alles so, wie es mal war. Ja, es wurde wirklich einfacher. Man konnte wieder rumreisen, man konnte neue Pläne schmieden, man konnte sich auf den Weg begeben. Alle freuten sich. Auch wir machten uns auf den Weg und reisten in die sächsische Schweiz. Dort wollten wir einen Kurzurlaub machen und unsere Verwandten besuchen. Kurz vor Leipzig blieben wir bei einem See stehen und machten eine kleine Pause. Dann kamen wir nach Leipzig an und verbrachten den Rest des Tages dort. Wir packten unsere Fahrräder aus und fuhren mit den Fahrrädern durch die schöne alte Stadt, erfreuten uns an all den wunderbaren Gebäuden, die viel mit der Vergangenheit und mit der Geschichte verbunden sind, und bestaunten die ganzen alten Architekturen. Spät am Abend kamen wir in unserer Unterkunft an, und das war eine alte Burg. Am nächsten Morgen bestaunten wir das alte Gebäude, wie schön das alles war. Vorne war ein See angelegt mit Seerosen. Gleich nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg und fuhren nach Pirna. Pirna ist eine schöne alte Stadt direkt an der Elbe. Dort angekommen packten wir unsere Fahrräder aus und fuhren erstmal durch die Altstadt, besichtigten die schönen alten Gebäude. Danach fuhren wir zur Elbe und dann fuhren wir viele Kilometer direkt am Fluss entlang und so unternahmen wir jeden Tag etwas anderes. Einen Tag fuhren wir nach Dresden, besichtigten dort die schönen alten Gebäude, die Kirchen, bestaunten die ganz alten Architekturen und Denkmäler. An einem Tag fuhren wir an der Elbe entlang mit den Fahrrädern bis nach Tschechien. Dort verbrachten wir dann den ganzen Tag. Nach einigen Tagen begaben wir uns dann wieder auf die Heimreise. Wir waren in diesem Jahr auch etliche Mal an der Nordsee, immer wieder an einem anderen Platz, für etliche Tage. So fuhren wir viele Kilometer am Wasser entlang und erfreuten sich an der wunderschönen Natur. Immer wieder beobachten wir die vielen Schiffe und Ebbe und Flut, wie das Wasser kommt und geht. Einfach herrlich, sowas macht uns viel Freude und erfüllt uns mit Dankbarkeit. Zwischendurch machten wir immer wieder einen Tagesausflug, packten unsere Fahrräder ein und fuhren in irgendeine kleine Stadt, um die zu besichtigen, um die Kirchen zu beschauen und die schönen Gebäude und Straßen. Dazwischen waren wir auch mal in einem Tierpark oder in der Umgebung einfach Radfahren. Das macht auch sehr viel Freude. Zwischendurch waren wir im Zoo, haben uns die vielen Tiere angeguckt und sind auch dafür Gott dankbar. Im Herbst gab es dann interessante Vorträge, die konnte man sich anhören und wer es möchte, kann die immer noch nachhören. Nebenbei habe ich immer wieder noch gebastelt, verschiedene Karten gemacht, zu verschiedenen Anlässen, wo gerade was nötig war. Das macht mir auch sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Das mache ich sehr gerne. Das gehört auch zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Mit Papier arbeite ich sowieso schon seit eh und je immer sehr gerne. Das gehört einfach zu meinem Hobby. Außerdem habe ich auch viel gehäkelt und gestrickt, verschiedene Babysachen und verschiedene Kleinigkeiten zum Verschenken, mehrere kleine Babydecken gestrickt. Einiges habe ich fotografiert, einiges nicht. Aber hier habt ihr so ein bisschen Einblick, womit ich mich so beschäftige. Und noch etwas habe ich im vergangenen Jahr erlebt. Im Sommer habe ich den YouTube-Kanal eröffnet und das macht mir auch viel Freude.
Überhaupt Kochen und Backen gehört auch zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Euch allen möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, dass ihr dabei seid, dass ihr euch das anschaut, dass ihr mir auch ab und zu mal einen netten Kommentar schreibt. Vielen Dank dafür. Ich freue mich jedes Mal sehr darüber. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ja, wir stehen vor einer ungewissen Zukunft, aber wir können getrost sein, weil wir wissen, alles liegt in Gottes Hand. Er hat den Überblick, er weiß, was uns erwartet, und wir können getrost in seiner Hand sein. Wir müssen uns keine Sorgen machen, und das wünsche ich euch jedem Einzelnen, diese Geborgenheit. Bis bald.